Hallo liebe Modellautofreunde, heute geht es um den Mercedes-Benz 123 und zwar den 200T von der Firma Norif in 1:18. Das ist die Verpackung, ja, nicht großartig spektakulär, blau wie man es kennt. Hier steht die Nummer noch drauf. Ja. So Leute, hier ist das Modellauto ausgepackt und wir können sehen, dieser Wagen ist meiner Meinung nach sehr elegant. Dunkelgrün, ja, von der Firma Norif. Maßstab in 1:18. Ich habe ja schon mal die Limousinen vorgestellt, auch relativ neu, von dem Mercedes 123. Und Link dazu natürlich in der Beschreibung oder hier im i. Sind beides sehr schöne Modelle und das hier, wie ich finde, auch nochmal. Aber schauen wir uns mal die Front an. Ja, Mercedes-typisch, große Kühlergrill ist da. Damals die eckigen Lampen, die sehr markant war für die Serie. Und natürlich hier eine große Chromleiste, bzw. Chrom-Stoßstange. Und natürlich der Mercedes-Stern darf nicht fehlen. Schauen wir mal in den Motorraum rein. Und wir können sehen, hier ist im Prinzip ja, relativ detailreich. Könnte man natürlich immer noch besser machen, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ne. Für den Preis ist das schon okay. Wobei die Preise ja mittlerweile etwas angezogen haben, leider. Hier vorne ist auch so ein kleiner Aufkleber drauf, gefällt mir sehr gut. Ja, hier. Ja, schauen wir uns das Auto von der Seite an. Hier Mercedes, typische Form. Relativ elegant, meiner Meinung nach auch relativ zeitlos. Bruno Sacco hat ja damals auch gesagt bei der Vorstellung, dass bei der Vorstellung des Wagens auf der IFA damals die Konkurrenz reihenweise zum Stand des Mercedes gelaufen sind und im Prinzip das Auto sehen wollten. Weil es damals quasi der erste Lifestyle-Kombi war für relativ erschwingliches Geld, wobei er immer noch teuer war. Allerdings hat er auch einen Grund gehabt, warum er so teuer waren. Ausstattung, Features und vor allem auch Sicherheit. Wie gesagt, markante Linienführung, hier eine ganz lange Chromleiste. Passt natürlich sehr gut zum Auto, genauso wie hier in den Fenstern. Macht das Ganze sehr wertig. Hier oben die Chromdachreling, sieht auch sehr schön aus. Und natürlich die entsprechend passenden Felgen. Ja, kommen wir zum Heck. Auch sehr markant für die Zeit damals. Meiner Meinung nach sieht es sehr, sehr schön aus. Hier die Lichter, die ja bei den heutigen Kombis ja, etwas quer angeordnet sind. Damals war es noch etwas hochkant, dezenter, sag ich mal. Hier kann man noch das Nebelschlusslicht sehen und natürlich den Rückwärtsgang oder das Rückwärtsganglicht. Hier auch wieder eine schöne Chromleiste ums Fenster. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Innenraum an. So, schauen wir uns den Innenraum mal an. Ja, hier die Fahrerseite. Wir können sehen, helle Ausstattung, ja, beiges Interieur, das gefällt mir sehr gut. Teppichboden ist natürlich wieder beflockt. Die Details der Mittelkonsole sind auch sehr gut erkennbar. Alles in allem ein tolles Paket. Ja, hier die Tür. Im Formbereich genau dasselbe. Ja, nicht gerade viele Details vom Wagen her selber, vom Original. Aber im Modell wurde an fast alles gedacht. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn die Türen so ein bisschen aus Leder wären oder aus Stoff. Aber vielleicht kommt das auch noch. Ja, schauen wir uns natürlich noch die Beifahrerseite an. Und hier auch nicht zu verachten, ja, dieses schöne Interieur mit dem Wurzelholz und der Avation Optik kommt auf jeden Fall sehr gut. Genauso wie mit der Außenfarbe in Kombination, genauso wie hinten. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, schauen wir uns mal jetzt den Kofferraum an. Der meiner Meinung nach ein kleines Highlight ist. Hier ist übrigens auch ein kleiner Schiebedach, Regenwischer dran. Und wir können hier in das schöne Heck reinschauen. Und wie ich finde, wirklich sehr, sehr edel gemacht. Wir können vor allem sehen, hier ist ja, überall Teppichboden, beziehungsweise dieser beflockte Teppich überall zu sehen. Hier im Ersatzreifen, ja, wie man sehen kann. Dort ist es drauf, überall quasi, selbst an der Rückbank, wurde die Beflockung angebracht. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schön aus. Passt auf jeden Fall sehr gut zum Fahrzeug. Und ja, hier kann man noch die Einstiegsleiste bzw. die Gepäckleiste sehen, auch verchromt. Sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Ja, in dem Buch habe ich ja ein paar Beispielbilder gezeigt.
Das Auto ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Kauf wert, würde ich sagen. Also ich habe es mir auf jeden Fall gekauft, beziehungsweise, es stimmt gar nicht, es war ein Geschenk von meiner Freundin. Dazu natürlich nochmal ein herzliches Danke. Mich würde natürlich interessieren, wie gefällt euch der Wagen? Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr auch diesen, dieses, sag ich mal, ein Stück Zeitgeschichte haben? Oder sagt ihr, nö, wir sammeln nur neue Autos? Lasst es mich wissen, gebt mir einen Daumen nach oben und kommt in meine Telegram-Gruppe, dann werdet ihr immer über neue Videos benachrichtigt. Wie gesagt, schaut euch noch die anderen Videos an von Mercedes. Ich habe eine ganze Playlist gemacht und da drin kommen auch die Limousine von diesem T-Modell vor. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.